Ein Keller in einem Haus im Mansfelder Land. Hier bewahrt ein Mann seine Erinnerungen auf. Denn er ist der Entdecker eines Jahrhundertfundes der Archäologie. So, das ist die Sonde, mit der ich die Himmelsscheibe von Nebra gefunden habe. Sondengehen ohne Genehmigung ist in Mitteldeutschland verboten. Der illegale Verkauf von Funden steht sogar unter Strafe. Heute weiß Henry Westphal darüber Bescheid. Damals brachte es ihm eine Bewährungsstrafe ein. Überhaupt hat ihm die Himmelsscheibe wenig Glück gebracht. Trotzdem denkt er oft an den Tag zurück, an dem er den geschmiedeten Himmel fand. Diese Bilder sind vom Mittelberg und dieses Bild war das erste Bild, was wir überhaupt gemacht haben. Das war das Bild, mit dem ich mich im Internet versteigert habe. Bei der Versteigerung ging es um Auskünfte über den Fundort auf dem Mittelberg. Immer wieder kamen Zweifel am Fundort auf. Bisher hatte Westphal geschwiegen. Andere nutzten sein Schweigen aus. Doch wer sollte es besser wissen als der Finder selbst? Der Mittelberg bei Wangen im Burgenlandkreis. 7 Jahre nach dem spektakulären Fund fasst der damals 42-Jährige einen wichtigen Entschluss. Bei einem Ortstermin will er genau über jenen 4. Juli 1999 Auskunft geben, dem Tag, an dem er die Himmelsscheibe von Nebra gefunden hat. Der Mann, dem er alles berichten wird, ist der den Fund beschlagnahmen ließ. Henry Westphal und Harald Meller treffen sich im Sommer 2006. Der Herr der Himmelsscheibe und der sie fand. Wie genau, darüber gibt er Bericht. Ja, wir waren hier zum ersten Mal da. Hier nach dem Auspacken und nach der ersten Rast. Schnell mal hier mal drüber gelaufen. Und das Ziel war ja sowieso hoch. Ja. Also das Ziel war praktisch das Plateau oben. Ja. Sie hatten die Karte, die Kreis. Gegen Mittag hatte er sich mit einem Begleiter auf den Weg vom Parkplatz zum Gipfel gemacht. Und da vorne, so ungefähr, wo ich jetzt Kein leichter Gang bei hochsommerlichen Temperaturen und der ständigen Angst, entdeckt zu werden. Da vorne haben Sie geparkt. sind hier hoch auf diese Nase und sind dann hier runter und hier hoch. Und weil ich ja schon kaputt war, wenn man so einen Anstieg macht von da unten, haben wir hier eine kleine Basis gemacht und habe hier erstmal mein Suchgerät ausgepackt. An jenem Sonntag benutzten die Sondengänger jeweils ein eigenes Metallsuchgerät. Ohne Genehmigung ist das nicht erlaubt, denn sie untersuchen auch archäologisch geschützte Flächen. Trotzdem streifen sie über Wälle und Hohlwege immer höher hinauf. Getrieben von der Hoffnung auf einen Fund, der sich zu Geld machen lässt. Und als dann die Scheibe, als Sie die fanden, dann hat es mörderisch gepiepst, oder? Oh ja. Ja, da habe ich bei meinem Suchgerät stand dann Overload da. Aha. Und da spielt alles verrückt. Und wie gesagt, wenn ich jetzt die Masse sehe, da ist wieder das Beispiel, wenn ich jetzt die Masse sehe, was war alles in dem Loch drin und wie tief war es nur, im Anführungsstrichen, dann war es kein Wunder. Gerade dieser Punkt ist wichtig, denn zur Himmelsscheibe gehören weitere Funde, insgesamt über 10 Kilogramm Metall. Doch was passiert, wenn 2 Sucher im Abstand von 30 Metern mit der Sonde gehen? Dann kann nur einer der Finder sein. Also haben Sie sozusagen die Scheibe gefunden und die Scheibe gehörte dann nach Ihrer Auffassung Ihnen unter. Ja, natürlich. Also hat der Renner eigentlich keinen Anspruch gehabt. Das, was ich Ihnen gegeben habe, das war, weil das eben nicht leer ausgeht. Eine ungewöhnliche Entscheidung, die für die Ehrlichkeit des Finders spricht. Bei Funden dieser Art geht es zumeist um Geld. Viel Geld, an dem manche Freundschaft zerbricht. Wie sind Sie auf den Preis gekommen? Ja, wie gesagt, das ist ganz einfach. Es waren 2 Schwerter,
Die Scheibe habe ich als ein Schild gesehen. Ja. Da wurden die Schwerter mit 10.000 angesetzt. Ja. Und die Scheibe dann, weil sie etwas Besonderes war, weil ich sie ja als Schild gesehen habe. Ja. Das ist ein Schild, das ist was Besonderes, es ist kein Schildbuckel. Und da habe ich, wie gesagt, da sind wir dann Auch bei 10.000 gelandet. hoch bei 10.000, einfach so. Und naja, für den Stadtmüller hat man dann gesagt 40. Weil wir ja wussten, auch handelt ihr uns sowieso runter. Und da sind wir da gelandet, was wir eben haben wollten. Bereitwillig macht der Entdecker den Landesarchäologen mit den Tricks und Kniffen der Schatzsucherszene vertraut. Aber Sie haben ihm praktisch gesagt, dass das ein zusammengehöriger Fund ist, dass Sie das alles zusammen an einer Stelle gefunden haben. Ja, Sie haben mir aber nicht gesagt, an welcher wo Sie das gefunden haben, oder? nein. Das haben wir nicht gesagt. Weil Sie nicht wollten, dass der sozusagen dort nachsucht Richtig, und die Fundstelle ausplaudert. richtig. Zur üblichen Praxis bei Sondengängern gehört, dass beim illegalen Weiterverkauf oft eine falsche Fundstelle angegeben wird. Umso wichtiger sind die genauen Schilderungen des Fundvorgangs. Wir haben dort über 3 Stunden gegraben. Der Boden war ja hart. Es war ja auch Sommer und da ist nur der Boden noch fester wie eigentlich normal, wenn es regnet. Das war ja wie Beton. Wir haben immer mit der Spitze von der Hacke ein bisschen Erde locker gemacht, dann mit den Fingern rausgekratzt. Ja. Auch wenn die Ereignisse Jahre zurückliegen, im Gedächtnis des Finders haben sie sich eingebrannt. Inzwischen ist die Gruppe am Fundort angelangt. Henry Westphal berichtet, was damals geschah, als er das Signal von seinem Detektor bekam. Mit dem Schuh macht man so ein bisschen die Oberfläche, das Laub ein bisschen weg und was man so wegkriegt. Ja, und dann fängt man wieder an, mit der Hacke zu kratzen. Mit dem Schuh haben Sie gedacht, vielleicht sehe ich gleich so die Ofenplatte oder was, und da war nichts. Ja, und dann war nichts. Naja, wie gesagt, nach dem ersten Kratzen war nichts. Alles weggemacht, nochmal drüber gegangen mit dem Gerät, war immer noch da. Ja, und dann, wie gesagt, mit der Hacke angefangen zu hacken. Ich habe dann versucht, weil es war ja alles festgepackt, dass man von hinten angraben konnte noch, im Hinterteil der Scheibe, aber da war ein Stein. Und von der Seite ging es dann ja nicht. Und den Stein konnte man auch nicht bewegen oder Gar nichts, gar nichts. Wie gesagt, das war alles verdreckt und verbacken und es schimmerte irgendwas durch. Grün oder Gold? Ich habe eher das Gold gesehen, nicht das Grün, weil das war nicht, das Grün konnte man ja nicht richtig erkennen. Weil war so eine starke, also bestimmt 2 mm stark der Dreck drauf. Richtig stark verkrustet. Und wenn Sie als erstes Gold sehen, ist das nicht wahnsinnig aufregend gewesen? Weil ich meine, jeder, der sucht, träumt doch davon, einen Goldschatz zu finden. Ja, gut. Aber da, in dem Moment, wo man da, man hat die Kram, man muss selber erst mal gucken, da kommt man ja nicht irgendwie auf einen anderen Gedanken. Da ist man dann eher bedacht, vorsichtig zu machen, wie geht man jetzt weiter ran und dass man nicht irgendwas kaputt macht oder irgendwie. Ja. Da denkt man an sowas ja nicht. Und da überlegt man schon, aber was das überhaupt sein könnte, weil man kennt ja sowas nicht. Es gehört zu den beklagenswertesten Tatsachen, dass ein Fund wie die Himmelsscheibe von Nebra nicht fachgerecht ausgegraben werden konnte. Wichtige Informationen, die sich im Erdreich erhalten haben, wurden so unwiederbringlich zerstört. Nun soll anhand von Repliken der Ablauf jenes Tages möglichst authentisch nachgestellt werden. Die Wissenschaftler interessieren sich nicht nur für die genaue Lage der Scheibe, auch für die Größe der Grube und die Anordnung von Schwertern, Beilen und Schmuck. Wichtige Details, die bei dem seltenen Fundkomplex bislang fehlten. Da haben wir eins mit losem Griff und da haben wir eins mit ganzem Griff. Ah, ja. Gut, man nimmt die neuen. So. Das Ganze war unten, das ganze Schwert. Ich lege das mal hierher. So. Und das andere lag so drauf. So, dann kam der Meißel und dann kamen die anderen Beile. So drauf. Ja.
Das andere lag so. Ich merkte, dass sich der Lehm verfärbte, dunkel, bis fast ins Schwarze. Und dann weiß man dann, oder dann sieht man schon daran, dass es muss noch mehr im Boden liegen. Und war diese schwarze, dunkle Verfärbung, dunkelbraune Verfärbung, war die sozusagen eng um die Beile und eng um die Schwerter rum, oder war die größer? Wissen Sie, wie ich meine? Ja, man kann sagen, es war vielleicht ein halber oder ein Zentimeter. Ging es drüber hinaus? Ging das drüber. Wo wir dann gesehen haben, der Boden, da wird ja allmählich dunkel, da wird ja nicht mit einmal, da wird ja allmählich dunkel. Und wenn man dann so fast das dunkelbraun oder schwarze vor sich hat, dann ist man dann schon da. Dann ist man dann schon an dem Metall. Ja, weil das wichtig ist, weil das ist wahrscheinlich der archäologische Befund, der dort unten noch erhalten war. Das heißt nämlich, dass dann dieses Loch sozusagen gar nicht groß war, wo das rein deponiert worden war. Das war ja auch nicht. Und noch ein Detail ist wichtig. Der Finder gibt an, die Armspiralen als Ganzes geborgen zu haben. So, komplett so wie sie waren, habe ich die rausgenommen, langsam, vorsichtig. Und beim Verkauf war noch die Erde drin. Und da war noch nichts zerfallen. Sie zerfielen erst durch eine unsachgemäße Restaurierung beim Weiterverkauf. Auch das sind Tatsachen, die Archäologen verzweifeln lassen. Umso wichtiger ist eine möglichst genaue Rekonstruktion. Waren die näher dran oder waren die in so einem Abstand? Das ist schon so ungefähr so richtig. Damit öffnet sich ein lange verschlossenes Fenster in die Vergangenheit. Der Blick wird frei auf das vielleicht wichtigste Objekt aus der frühen Bronzezeit. 7 Jahre nach seiner Entdeckung lässt sich nun auch seine Deponierung zweifelsfrei nachvollziehen. In einer kleinen Grube, angelehnt an einen Stein, stand die Himmelsscheibe aufrecht. Zusammen mit Schwertern, Meißel, Beilen und Armspiralen war sie dort über 3600 Jahre versteckt. Bis sie Henry Westphal an jenem 4. Juli 1999 auf dem Mittelberg bei Nebra fand.